Ich würde mich festhalten. Das geht gleich. Ja, es geht gleich. Gleich macht er eine Vollbremsung wahrscheinlich. Deswegen stabil hinsetzen. Take-off. Pilotentraining mit Manon Garcia und Vera Wüllenweber. Stop. Ihr Ziel? Den Airbus A330 fliegen. Wir machen gerade eine Umschulung vom 320 auf den 330. Mit Prüfung im Simulator. Vera, es geht erstmal geradeaus. Oh, Engine 1 spool down. Mayday, 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 Ocean 113. Verspätung beim Abschlusstest. 23:48 Uhr. Der wird immer schlimmer, kann das sein? Und Reifenpanne. Der sieht ein bisschen anders aus als die anderen Reifen. Slot ist schlechter. Schlechter geworden. Geht Ihr Traum in Erfüllung? Eine ganz andere Dimension als der 320. Doppelt so lang, doppelt so breit, dreifaches Gewicht. Bestehen Sie alle Tests? Heute müssen wir zeigen, was wir gelernt haben die letzten Tage. 2 Pilotinnen, ein Ziel. Mit dem A330 Langstrecke fliegen. Fluggesellschaften aus 100 Ländern fliegen regelmäßig nach Frankfurt. Im Cockpit vorwiegend Männer. Pilotinnen sind in der Minderheit. Laut der International Civil Aviation Organization, kurz ICAO, sind weltweit 800.000 Verkehrspiloten unterwegs. Aber nur 40.000 davon sind Frauen. Take-off. Auch bei Discover Airlines sitzen Damen im Cockpit. Von den insgesamt 470 Piloten sind nur 30 Frauen, weniger als 5%. Die Frankfurter Airline plant die Quote zu verbessern. Den Anfang machen 2 neue Pilotinnen. Sie sind erst seit wenigen Wochen bei Discover. Eine Wohnung im Süden Frankfurts. Main Generators Failure. Und da war es der blaue. Da war es der blaue, ja. Und die hängt am grünen System. Vera Wüllenweber und Manon Garcia Viola lernen für einen Traum. Wir machen gerade eine Umschulung vom 320 auf den 330. Das sind sehr ähnliche Flugzeugmuster, aber nicht die gleichen. Und gerade unsere Computerprogramme zum Lernen sind darauf ausgelegt, dass wir die Unterschiede zwischen den 2 Fliegern kennenlernen. Beide haben die Lizenz für den kleinen Airbus, jetzt wollen sie den großen. Dafür müssen sie 4 Monate pauken und trainieren. In dieser Zeit dürfen sie nicht fliegen, nur im Simulator. Ja, genau, richtig. Da war doch, warte mal, da war doch. Wir haben uns heute das hydraulische System vorgenommen, das ein bisschen anders ist zum A320. Das braucht man, um das Fahrwerk zu fahren, die Klappen zu fahren. Es sind 3 Systeme insgesamt, redundant, so wie alles im Flieger, ist ja alles immer 2- bis 3-fach da. Und was passiert aber, wenn jetzt zum Beispiel das blaue und grüne System ausfallen? Das ist jetzt mit Green und Yellow, Low Pressure. Manon wusste schon im Alter von 6 Jahren, dass sie fliegen will. Nach dem Abitur habe ich direkt als Flugbegleiterin angefangen, weil die Flugschule damals gerade keine neuen Flugschüler angenommen hat. Und habe dann 1,5 Jahre da auf der Langstrecke und Kurzstrecke gearbeitet. Und immer wenn es irgendwie ging, bin ich ins Cockpit. Auch zu Starts und Landungen konnte man das damals machen. Da war vom ersten Mal klar, ja, hier will ich irgendwann landen. 2020 erhält sie ihre Pilotenlizenz. Dann ist Pandemie. 2 Jahre später fliegt Manon zum ersten Mal für eine Airline. 3 Jahre Airbus A320. Okay. Das kommt natürlich darauf an, wie schnell man fliegt. Also ab 140 Knoten ist es sowieso Stalty, glaube ich. Vera Wüllenweber kommt von der Cityline. Dort war sie Kapitänin auf dem A320. Davor ist sie A340 geflogen. Auch Bombardier CJR und den Afrojet. Ich wusste, was ich nicht machen will, im Büro sitzen. Und habe in der 12. Klasse einen Artikel gelesen über Berufe, die nicht im Büro stattfinden. Und da war der Pilotenberuf. Und da habe ich gesagt, das ist es. Das muss ich machen. Und bin dann nach Hause und habe meinen Eltern gesagt, ich werde Pilotin. Und haben die gesagt, nee, du wirst Lehrerin. Und das ist doch der Frauenjob. Und dann kannst du Kinder kriegen. Und ich so, nein, ich werde Pilotin. Und dann habe ich Feuer gefangen und habe das dann erstmal mit Widerständen durchgezogen. Und am Ende haben meine Eltern mich aber sehr gut unterstützt. Ihren Kapitänstitel könnte sie behalten auf dem neuen Flieger. Sie muss nur alle Prüfungen bestehen.
Kennengelernt haben sich Manon und Vera am ersten Arbeitstag. Wir sind auch ein Team im Simulator. Wir machen den Simulator zusammen. Meistens schweißt so ein Simulator auch sehr zusammen, dass man dann auch in Kontakt bleibt hinterher. Es ist ganz oft, dass man so als Team so ein bisschen zusammen bleibt, wenn man so eine Phase durchmacht, weil die sehr intensiv ist. Und genau, und wenn man die Möglichkeit hat, zusammen zu lernen, weil wir jetzt beide in Frankfurt wohnen, hilft es auf jeden Fall. Sie üben bei Vera zu Hause. Hier wohnt sie mit ihrem Ehemann Ja. und ihren 2 Kindern. So, und zwar hier. Aha. Guck mal. Ach ja, Ist ein bisschen perfekt. tief, Ja gut, müssen wir uns ein aber bisschen... müssen wir ein bisschen in die Knie. Ihr Wunscharbeitsplatz hängt schon im Gästezimmer. Das, was wir uns jetzt vor uns anschauen, wird später natürlich über uns sein. Aber es hilft trotzdem, das einfach nochmal zu visualisieren und nochmal wirklich zu schauen, weil die Unterschiede zwischen 320 und 330 sind recht gering, aber trotzdem ist dann plötzlich ein Knopf, den man vom 320 rechts oben erwartet, ist dann doch irgendwie ein bisschen weiter links. Und dementsprechend hilft es schon, sich das nochmal genauer anzuschauen und anhand des Posters das wirklich abzugehen. Okay. Also, es bimmelt. Ja, es Ich wimmelt. drücke den Master Warning, damit es aufhört. Das Wichtigste erstmal. Sie üben vor allem Notfälle. Hydraulic, Green and Blue System Low Pressure. Dann könnten wir hier oben schauen und würden dann wahrscheinlich auch hier sehen, dass da Fortlights leuchten. Dementsprechend würde ich es daran dann verifizieren. Wie schwer sind wir? Oh, sind wir gerade gestartet in Frankfurt und kommen auch Ja, zurück? würde ich Dann sagen. würde ich sagen, sind wir sehr schwer. 230 Tonnen. Ja. Auf ihren Tablets sind 1000 Seiten Lernstoff gespeichert. In 3 Wochen muss der sitzen. Sie haben auch Unterricht. Das sind einfach Tage, die wir am Boden wirklich Classroom-Training haben, also wie im Unterricht eigentlich. Und danach geht es für uns an Flat-Panel-Training, also sowas wie ein Simulator, der aber sich nicht bewegt, bei dem man nicht fliegen kann, sondern es wirklich um die Procedures dann nochmal zu lernen, mit auch Overhead-Panel wirklich über einem, dass man dann wirklich weiß, wo die Knöpfe alle sind. Und dann übt man dieses Verfahren schon mal. Danach haben wir 4 Sessions in Full-Flight-Simulatoren, also diese Simulatoren, die sich auch dann bewegen. In der Ausbildung ist der Simulator immer das Anspruchsvollste, wo man viel Stress erlebt, viel Notfälle üben muss und 4 Stunden wirklich zugebombt wird mit Infos und mit Fehlern. Heute besprechen sie Flüge mit Feuer an Bord und Notlandungen. Im Simulator müssen sie das können. Speed. Flugsimulatoren gibt es am Frankfurter Flughafen im Lufthansa Aviation Training Center. Eines der größten weltweit. Hier steht fast alles, was in der zivilen Luftfahrt herumdüst. Flieger von Airbus und Boeing. Insgesamt 22 Full-Flight-Simulatoren. Stückpreis mehr als 10 Millionen Euro. Rund um die Uhr trainieren hier Piloten. 15.000 pro Jahr. Auch der A330 steht hier. Heute reserviert für Vera und Manon. Nach 3 Wochen Theorie folgt nun Training. Wir üben heute den Triebwerksausfall, und zwar nach dem Start und auch in der Luft. Das haben wir noch nicht geübt. Das ist ein Training, was wir auf jeden Fall brauchen, um auf die Linie zu gehen. Wir haben beide noch nie einen Triebwerksausfall gehabt. Es passiert so gut wie nie, aber das ist in so einer dynamischen Situation, dass man das können muss. Es ist Sonntag und es ist jetzt, müsste ich auf die Uhr schauen, 19:20 Uhr. So, und das ist noch eine angenehme Schicht. Also es gibt auch die Schichten, die dann bis 4 Uhr morgens gehen. Ihr Trainer, Cord Becker, Fluglehrer und Prüfer. Ihr Plan, 4 Stunden fliegen und Notfälle üben. Das Cockpit, ein Nachbau einer A330, originalgetreu, voll funktionsfähig. Der Arbeitsplatz von Manon und Vera. Für den Adrenalinschub sorgt Cord Becker. Wir machen eine kurze Vorbereitung und dann gehen wir in die Übungen ein, die im Übrigen nicht von mir erfunden sind, sondern ich halte mich genau an das Verfahren, wie es von Airbus vorgesehen ist und vom Luftfahrtbundesamt. Und dann wird das schon hinhauen. Seit 30 Jahren ist er Trainer. Den A330 ist er auch geflogen, neben vielen anderen Maschinen von Boeing und Airbus. Okay. Cord Becker war 40 Jahre Pilot, auch Kapitän. Okay? Jetzt trainiert der 76-Jährige den Nachwuchs. Auch wir haben Checks, die wir bestehen müssen. Ich muss hier auch einen vorfliegen, jedes Jahr. Also ich habe natürlich keine fliegerische Praxis mehr,
die ich draußen habe, aber das ist hier mein berufliches Leben. Das tut mir richtig gut. 500 verschiedene Notfälle kann er abrufen, vom Wetterchaos bis zum Beineabsturz. Jedes Mal eine Überraschung für die da vorne. Na dann, guten Flug. So, wir nehmen Engine Fire. Okay? 113 Heavy, report ready for departure. Ocean 113, ready. Ocean 113 Heavy, 25 Center, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 25 center, Ocean 113. Ready? Ready. Dann take off. Man flex 69 SAS runway auto thrust blue. 100 knots. Is checked. Stop. Reverse screen, decel. Attention current station, attention current station. Ocean 113 stopping. Und ECAM Actions. Engine 1 fire, ATC notify. Mayday, 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 Ocean 113 engine fire. Roger, 113 Heavy, the fire brigade is on the way. Copied. Cabin crew alert. Engine master 1 off. Jetzt wird alles abgestellt. Der brennende Motor wird versucht, gelöscht zu werden. Fire push button push. Und das führt dann dazu, dass alle Passagiere das Flugzeug sofort verlassen müssen. Es brennt alles noch. Evacuation is required. Das ist trainingsmäßig ein eindeutiges Szenario. Draußen natürlich extrem gefährlich und anspruchsvoll. Passenger evacuation, passenger evacuation. Ocean 113 evacuating on the runway. Wunderbar. Selbst das Licht habt ihr noch angemacht. Ihr habt an alles gedacht. Perfekt. Soweit läuft es eigentlich, glaube ich, sehr gut. Also es macht, wie gesagt, es macht Spaß. Klar, man macht mal hier und da einen Fehler, aber das gehört auch dazu. Es ist Training und man lernt ja am meisten dann aus Fehlern. Wenn alles perfekt laufen würde, würden wir kein Training brauchen. Gut, dann gehen wir zum nächsten Abschnitt. Vera, bist du soweit? Ausbilder Cordes legt nach. Da geht noch was. Vera, es geht erstmal geradeaus. You have control. I have control, autopilot 1 flieg. Oh, Engine 1 spool down. Ja. Und Engine 2 spool down, okay. Der fliegt noch. Beide Triebwerke sind ausgefallen. Autos warten. Was steht beim ECAM? Autoflight, autopilot off. Engine, all engines fail haben wir. Okay, ich gehe auf 0 Grad. Dann All Engine Fail Procedure bitte. Ich gehe ins Procedure, land ASAP in red, man on. Der Flieger vibriert, sinkt. Reine Nervensache, sagen die Pilotinnen. Confirm. All engine failure procedure apply. Ich mache schon mal Mayday und gebe Bescheid. Mayday, 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 Ocean 113, dual engine, flame out, need radar vectors for next nearest airport. Roger, that is copied your emergency at time 2012 and we give you radar vectors. Copied, thanks. Die Triebwerke sind noch aus und jetzt sind sie in eine Höhe gekommen, wo sie etwas langsamer fliegen. Flight Level 250, APU start please. APU start. Und das Hilfsaggregat, wir nennen das APU, benutzt wird, um dann einzeln nochmal versucht wird, die Engines zu starten. Engine 2, master, on. Das Programm sieht auch vor, dass das dann auch gelingt. EGT geht hoch. Super. Das ist ein gutes Zeichen. Engine 2 is Available. available. Und dann hat man mit einem Motor von zwei auch eine gute Chance, den nächsten Airport zu erreichen. Avail, dann würde ich jetzt die Power dazu machen wieder. Dass alle Engines ausgehen in dieser Form, extremst selten. Es ist mal vorgekommen, extrem selten. Aber you never know, man muss diszipliniert und gründlich vorbereitet sein, falls es passiert. Deswegen sitzen die Piloten da. Machen wir Autopilot 1. I have control, wunderbar. Gut, dann haben wir das Verfahren gemacht. Alles richtig gemacht. Procedure habt ihr verstanden. Ich glaube, das ist sehr ähnlich zu 320, ne, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ziemlich. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann machen wir weiter. Wir sind wieder am Boden.
Und wir haben überlebt. Es ist anstrengend. Es ist wirklich, weil es so komprimiert ist, dass jede Session, die wir hier haben, wirklich vollgepackt ist mit den größten Notfällen, die man üben kann, ist es schon sehr anspruchsvoll. Also man ist im Prinzip zu Hause am Vorbereiten für die Mission, dann fliegt man die Mission, man nimmt viel Input mit, man muss das danach wieder verarbeiten, das Ganze, was man gelernt hat. Man hat sehr erfahrene Trainer, die einem immer noch was mitgeben können und das ist schon eine sehr intensive Zeit. Ready, ich fahre uns runter. Eine Session geht 4 Stunden. Insgesamt 4 davon müssen Manon und Vera fliegen. Danach folgt der Checkflug im Simulator. Die erste Prüfung. Nur wenn sie bestehen, geht es für sie weiter. Der nächste Tag. Neben den Hallen mit den Simulatoren ist das Trainingscenter für Flugbegleiter. Hier stehen 25 Flugzeugattrappen, auch Mock-up genannt. Airbus A380, A350, A330, A320, Boeing 747, 787 und 777. Ein Ausbildungszentrum für fliegendes Personal. 40.000 sind hier jedes Jahr. Sie trainieren und servieren. Auch für Sie Ihren Gänsebraten? Sie evakuieren. Sie üben Ditching, Notwasserung im Pool, 2 Meter tief. Alles gut? Auch Piloten trainieren hier, 6.000 pro Jahr. Vera und Manon sitzen in diesem Simulator. Sie sind Passagiere und starten Richtung Seychellen, so der Plan. Ich würde mich festhalten. Das geht gleich. Ja, es geht gleich. Gleich macht er eine Vollbremsung wahrscheinlich. Deswegen stabil hinsetzen würde. Das wird nichts mit den Seychellen. Nee. Start wurde gerade abgebrochen, weil wir jetzt eine Evakuierung simulieren. Und das hat der Simulator jetzt gerade, fand ich, ganz gut simuliert mit den Bewegungen. Attention crew on station, attention crew on station. Passenger evacuation, passenger evacuation. Alles liegen lassen, raus, Seatbelts auf, leave everything, get out! Hierher, come this way. Springen, rutschen, unten stehen bleiben, Passagiere auffangen und wegschicken. Nicht springen, sitzen haben wir gesagt. Ja, okay. Passt. So, jetzt hast du geprüft, dass keine Passagiere mehr an Bord sind. Die Flycrew ist auch draußen. Wir haben geprüft, dass das Flightdeck auch sicher ist und draußen ist. Und erst dann würden wir in Abstimmung mit unseren Kollegen auch selbst das Flugzeug verlassen. Ich war in so einem Simulator auch noch nie drin. Also war mein erstes Mal, dass er sich wirklich so bewegt hat. Ich kenne es eigentlich nur, dass er statisch ist und dass dann Feuer oder irgendwas außen angespielt wird. Aber das war schon, also die Beschleunigung hat man wie so gespürt, ne, als es losging. Nächste Runde in Filzpantoffeln. Die sind wunderbar. So. Der Overall schützt ihre Privatkleidung vor Dreck und Schäden. Ich klopfe, keiner da. Geht die Tür auf. Flugzeuge evakuieren ist Pflichtprogramm für jeden Piloten, sagt der Trainer. Piloten, sowohl auch Cabin Crews, müssen bei diesem Type-Specific Training aus Originalhöhe einmal gesprungen sein und gerutscht sein. Das gehört dazu. Nächste Übung. Manon und Vera sind jetzt Flugbegleiter. Ihr Auftrag? Passagiere evakuieren. Ja, da kann man zugucken. Ja, kannst du zuschauen. Das ist natürlich eine super coole Situation hier, um bestimmte Szenarien zu trainieren, weil hier auch Rauch reingemacht werden kann. Also hier wäre es, glaube ich, einfach nur Wasserdampf. Oder verschiedene Szenarien einfach demonstriert werden können, die man sonst in einem anderen Mockup so nicht machen könnte. Von da aus, man weiß zwar irgendwie, es ist nicht hundertprozentig echt, dass ja auch, man merkt, auch die Stimmung ist ja ausgelassen gerade, es sind alle sehr gut drauf. Aber es ist trotzdem so, dass man einfach sehr, sehr gut damit lernen kann. Vor allem die Kommandos, die Call-Outs, müssen sitzen, sagt der Trainer. Einer von euch wird sich hier an die Position 1 links positionieren, entsprechend den Kommandos auch eine Evakuierung einleiten. Wer mag ganz kurz mit mir nach vorne kommen? Du, Vero?
Wir sind am Boden. Es wird entschieden, dass eine Evakuierung eingeleitet werden soll. Gurte los, alles liegen lassen, raus, Seatbelts auf, leave everything, get out. Damit habe ich die Passagiere getriggert. Ich gehe zurück, gehe an meine Türe, positioniere mich. Türe steht im Flight. Der Blick muss nach draußen gehen, bevor ich die Türe öffne. In Anschluss öffne ich die Türe, positioniere mich in meinen Dedicated Assist Space. Passagiere mögen schon zu mir kommen. Ich halte sie zurück, weil mein Rutschenfloß sich nicht vollständig aufgeblasen. Sobald mein Rutschenfloß vollständig aufgeblasen ist, dann, nur dann, rufe ich hierher, come this way. Die ersten 2 Passagiere sollen helfen und die Passagiere auch auffangen. Deswegen das Kommando springen, rutschen, unten stehen bleiben, Passagiere auffangen und wegschicken. Jump, slide, stay at the bottom, pull people off and send them away. Und alle anderen springen, rutschen, weg vom Flugzeug, jump, slide, run away. Und so weiter und so fort. Vera startet mit dem Callout. Gurte los, alles liegen lassen, raus. Fehlt da nicht noch was? Seatbelts off, leave everything, get out. Alles frei. Komm hier! Komm hier, hierher. Für euch ist es schon mal gut, dass ihr wisst, wie die Türe entsprechend im Flight geöffnet wird, falls eure Cabin Crew das nicht tut. Kann ja sein, dass sie bewusstlos sind und dann könnt ihr entsprechend übernehmen. Eine Situation, die Vera nie erleben möchte. Aber gut zu wissen für den Notfall. Wie war's? Ja, bis auf die Callouts, da fehlt mir jegliches Wissen. Das habe ich eben einmal gehört und das saß noch nicht. Aber die müssen wir auch nicht können. Aber die Manon wird das können, weil die war mal in der Kabine. Liegen lassen, raus, Seatbelts off, leave everything, get out. Ein Kinderspiel für die ehemalige Flugbegleiterin. Hat sie früher zigmal trainiert, sagt sie. Hierher, come this way. Die nächste Übung am Nachmittag ist in der Brandsimulationsanlage im Real Fire Fighting Container. Ihre Aufgabe: Feuer löschen mit feuerfesten Handschuhen und Rauchschutzhauben. Grundausstattung in jedem Flieger. Wenn ihr Feuerlöscher benutzt, wie ist die Handhabung? Wie benutzt ihr Senkrecht. Richtig, senkrecht, sonst noch was? Löschen, nicht von oben. Sehr gut. Also bei uns in der Luftfahrt benutzen wir natürlich Halon. Das bedeutet, es entzieht den Sauerstoff. Die Übung beginnt. Schutzkleidung an, Nebel ein, zünden. So, wir haben Rauch. Wenn wir Rauch haben, ist es schon für uns ein Indiz, da ist irgendwas gewaltig nicht in Ordnung. Wir müssen jetzt gucken, woher kommt das Ganze, wo ist der Brandherd eventuell. Auf Sitzplatz 2a. Ein Handy-Akku brennt. Feuer im Flieger ist die größte Gefahr. Vera muss schnell handeln. Nach wenigen Sekunden hat sie die Flammen gelöscht und die Kollegen eingenebelt. Soll ich wieder raus? Fantastisch. Vielen, vielen Dank. Für Manon hat sich der Trainer ein anderes Szenario ausgedacht. Flugzeuge haben Brandmelder, aber keine Löschanlagen. Die Besatzung muss im Notfall selbst löschen. Jedes Flugzeug hat mehrere Feuerlöscher an Bord. Der Gänsebraten ist außer Kontrolle. Der Ofen brennt in der Bordküche. Sehr gut, du hast erstmal die Stromzufuhr gekappt, entsprechend auch die Türe als Schutzschild genutzt, dich entsprechend positioniert, kurz reinhalten, sichtbare Flammen gesehen, Sprühstoß gegeben, Türe zugemacht, es wirken lassen, nach 30 Sekunden nochmal schauen, sind da noch sichtbare Flammen, alles richtig gemacht. Sehr gut, vielen Dank. Gut, sehr gut, auch hier Applaus, genau. Mehr Action ist nicht geplant. Vera und Manon müssen heute noch lernen. Es kommt morgen noch der Test, den müssen wir noch bestehen als Abschluss und noch so ein paar Callouts müssen wir üben. Einer von vielen Tests, um ihren Traumflieger ein Stück näher zu kommen.
Doch damit ist es nicht getan. Sie müssen noch mehr Theorie pauken, wochenlang. Noch mehr Simulator fliegen, stundenlang. Control. Zwei Wochen später. Simulatorprüfung für Vera und Manon. Hallo? Ihr Adrenalinpegel ist schon auf Reiseflughöhe. Ja, ich glaube schon. Heute ist der Check. Heute müssen wir zeigen, was wir gelernt haben die letzten Tage. Ob das alles passt, ob das alles klappt dann. Das wird eine richtige Prüfung. Da sitzt jetzt jemand drin, der sich das anschaut und sagt, dass ich dann hoffentlich bereit bin, 330 auch im echten Leben zu fliegen. Und wenn das heute geschafft ist, dann wird auch die neue Lizenz mit dem 330 dann drin beantragt. Wir wissen ungefähr, was kommt, ja. Wir haben es auch alles einmal geübt. Triebwerksausfall, diese Nebelanflüge bei keiner Sicht, das müssen wir üben. Wenn wir manuell fliegen müssen, das müssen wir zeigen, dass wir es können. Dass nicht der Autopilot fliegt, sondern wir fliegen und landen. Und ansonsten noch vielleicht 2, 3 Kleinigkeiten, die der Trainer sich ausdenkt. Den kennen Sie noch nicht, sind auch noch nie mit ihm geflogen. Mit ihm machen Sie jetzt den Eignungstest, den sogenannten Skill-Test. Im 63er sind wir richtig? Da, genau. Hallo! Vera. Robert, grüß dich, Vera. Hi. Manon. Schön, dich zu sehen. Grüß dich. Nimm Platz. So. Dann springe ich mal hinten rein. Genau. Ja, sehr schön. Dann haben wir uns hier versammelt, um den Skill-Test zu machen. Genau. Ja, freut ihr euch schon? Ja, vor allem wenn es vorbei ist. Ja, das verstehe ich. Ich freue mich auch. So, jetzt fliegen wir, und zwar raus. Bis später. Als erstes plant Prüfer Robert Schröder ein Briefing. Route festlegen, Sprit berechnen, wie bei einem echten Flug. Eine Stunde später sind sie startklar. Alle Fragen und Abläufe haben sie richtig gemacht. Auch die Flugroute sitzt. Prüfer Robert Schröder ist zufrieden. 30 Jahre war er Pilot. Ich war bei Lufthansa Kapitän auf A330, A340, 350 und bin seit Anfang 2022 bei Lufthansa Aviation Training hauptberuflich als Ausbilder tätig, als Trainer und Prüfer und werde den beiden Damen gleich ihren sogenannten Skill-Test abnehmen. Vera grübelt schon die ganze Zeit. Robert, den kennt sie doch irgendwoher. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Berlin hat sich am Abend auch die Alternative Liste mit einer klaren Mehrheit für eine Koalition mit den Sozialdemokraten ausgesprochen. Nach einem Jahr tauscht er Fernsehstudio gegen Cockpit und wird Kapitän. Heute ist er Rentner. Tschüss. Und Prüfer. Viel Erfolg. Danke. Vera und Manon müssen zeigen, dass sie den Airbus in jeder Situation im Griff haben. Robert prüft sie nach den Vorgaben des Luftfahrtbundesamtes. Triebwerksausfall, Anflüge im dichten Nebel, Startabbruch mit Evakuierung, technische Probleme. Vera und Manon haben gut zu tun. Vier Stunden später, kurz vor Mitternacht. Alles prima. Mit Glanz und Gloria bestanden. Sehr gut. Haben sie wirklich sehr gut gemacht. Sicher gelandet, kein Absturz. Ja. Und die Lizenz in der Tasche. Ready for departure mit ihrem Traumflieger. Es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, jetzt hiermit erstmal durch zu sein. Wie gesagt, morgen geht es schon wieder in den Simulator, aber es ist jetzt schön, erst noch zu wissen, die Lizenz kann jetzt bald beantragt werden. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt. Ist natürlich auch spät jetzt, ne? Man ist so in den Abend reingeflogen. Ja, es ist auf jeden Fall immer eine Anstrengung und eine Aufregung so ein bisschen. Trotz Lizenz. Selber fliegen dürfen sie den richtigen Airbus immer noch nicht. Ihnen fehlt noch die echte Praxis.
Sie dürfen ab jetzt mitfliegen im Cockpit als Beobachter. Premiere für Manon mit neuer Uniform in der Airline-Zentrale. Sie steht vor der ersten großen Der mag mich irgendwie gerade nicht. Herausforderung. Die Anleitung stand nicht in den 1000 Seiten Theorie. Also Barista werde ich nicht. Ha. Aber wo ein Ziel ist, ist auch ein Kaffee. So, und jetzt zum Tagesprogramm bitte. Ich bin jetzt heute ACM, das heißt ich Additional Crew Member. Ich schaue mir heute alles an. Im Simulator können wir vor allem oder üben wir vor allem die ganzen Zustände, die man nicht haben möchte im Flieger. Wir üben die ganzen Notfälle, wir lernen den Flieger wirklich zu fliegen. Und das, was im echten Leben dann wirklich passiert, wenn man zum Beispiel den Atlantik überqueren muss, das kann man dann im Simulator nicht wirklich üben. Deswegen fliege ich heute mit und schaue mir das alles an. Der ACM, das zusätzliche Besatzungsmitglied, sitzt auf dem sogenannten Jump Seat zwischen Kapitän und Copilot. 2 Beobachtungsflüge sind Pflicht für eine Umschulung. Manon fliegt heute nach Amerika, Tampa, im Bundesstaat Florida. Im Gepäck Lernbücher und... Ach, es ist ein langer Flug und ich finde es immer schön für die Crew was Kleines mitzunehmen. Von da aus kann nicht schaden. Sie haben heute Gegenwind. Der Flug könnte länger dauern. Ich schaue mir gerade das Wetter für die ganzen Flughäfen an, die auf unserer Route liegen. Dadurch, dass wir eine sehr weite Strecke fliegen heute von Frankfurt nach Tampa, sind da ganz viele Flughäfen dazwischen, die wir als mögliche Ausweichflughäfen in Betracht ziehen müssen. Im Falle eines Notfalls oder auch eines medizinischen Notfalls. Vera hat heute auch ihren ACM-Flug. Gut siehst du aus. Oh, du hast sogar den Pin. Siehst du, den habe ich, nicht. heute Morgen noch schnell reingemacht. Sehr schön. Nee, den habe ich nicht. Warte, darf ich haben? Zum ersten Mal tragen beide die Uniform ihres neuen Arbeitgebers. Aha, ja, danke schön. Beide Hosen sind so ein bisschen weit. Ja, wir müssen beide die Hosen noch ein bisschen Die müssen noch angepasst werden. Genau, das allererste, was wir uns in Uniform sehen. Wir haben uns gestern noch im Simulator gesehen und stehen jetzt 12, 14 Stunden später hier zusammen in Uniform. Und fliegen gleich in die gleiche Richtung. Ja, das auch noch. Vera fliegt nach Orlando, aber nicht ohne das wichtigste Dokument. Mega, vielen, vielen Dank. Sehr gut. Oh, Ja, wir haben eine vorläufige Lizenz und da brauchen wir den Check, den wir bestanden haben im Simulator und dann noch so einen anderen Ausdruck und sonst dürfen wir nicht fliegen. Ihr erster Flug im Cockpit eines Airbus A330. Kein Simulator, kein Fotodruck an der Wand. Manon muss zum Pilotenbriefing. Vera hat noch Zeit. Sie startet erst in 3 Stunden. Ja, heute kommt die Belohnung für den Simulator. Man würde natürlich auch gerne selber schon fliegen, aber an sich ist es auch ganz gut, erstmal zuzugucken, weil doch ein paar Sachen anders sind. Und dann kann man erstmal sich so ein bisschen akklimatisieren. Und ja, da muss ich leider noch mal 3 Wochen warten, bis ich dann selber fliegen kann. Tag, hallo. Morgen. Nach Tampa zufällig? Ja. Aha, ich habe euch gerade gesucht. Manon, hallo. Hi. Guten Morgen. Manon, hi. Ich habe euch gerade gesucht, weil ich unten gewartet hatte und ich wusste, dass wir uns oben treffen. Ja, Entschuldigung. Runter. Ihr kommt runter, okay, Ja, super. Wir hatten gerade uns die Unterlagen hier oben schon mal. Ah, okay, perfekt. Noch einen Umlauf danach. Okay, cool, super, perfekt. Das ist mein allererster Tag heute. Deswegen schön. tut mir leid, dass ich euch auch nicht direkt gefunden habe. Das ist dein allererster Tag. Mein allererster Tag heute. Ja, den machen wir dir nett. Dankeschön. Ich glaube, es wird sehr lustig. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Das Kabinenbriefing ist wieder unten. Der Kapitän ist auch Ausbilder. Die Flugzeit ist wie Theorieunterricht für Manon. Ja, auf jeden Fall. Wir fliegen nur das Wasser. Manon hat vorher 320er geflogen, macht die Umschulung bei uns jetzt auf 330er, hat ihr erstes Langstreckenleck und guckt zu, wie das so geht über dem Atlantik. Und Marco macht bei mir die Ausbildung, kommt von Aerologic. Ja, und wir machen uns das alle zusammen heute nett mit 10 Stunden und 15 Minuten. Ansonsten, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, einen schönen Flug und angenehme Passagiere. Danke auch. Danke. Und ich habe Süßigkeiten mitgenommen. Die gebe ich euch dann, wenn die im Film im Flieger sind. Oder als Dankeschön für das ganze Zeug hier. Viel Spaß. Dankeschön. Wir hören uns vielleicht, wahrscheinlich hören wir uns nicht im Funk, ihr seid zu spät. Aber ganz viel Spaß und wir sprechen bestimmt, telefonieren oder so. Fall. Nehmen wir schnell meine Sachen weg.
Nach 3 Monaten Lernen, Prüfen und Simulator heben sie endlich wieder ab in einem echten Flieger. Ciao! Zwei Wochen und 2 Beobachtungsflüge später. Heute ist der Tag, auf den Manon seit Monaten hinarbeitet. Sie darf endlich den A330 selbst fliegen. Heute geht es einmal nach Palma hin und zurück, Kurzstrecke. Und wir fahren jetzt gerade auf unsere Parkposition. Das ist eine Außenposition heute, recht weit hinten an der 1.8 an der Startbahn. Genau, da machen wir uns jetzt gerade auf den Weg. Christian Joik ist Kapitän und Ausbilder. Er unterstützt Manon, wenn nötig. Manon erzählt uns, dass der A330 auf Platz 10 steht, der weltweit größten Passagierflugzeuge. Das ist schon toll. Das ist wirklich toll. Es sind ganz andere Dimensionen als der 320. Doppelt so lang, doppelt so breit ungefähr, 3-faches Gewicht fast. Also allein die Spannweite der Flügel, das ist ja eine ganz andere Dimension. 14 Trainingsflüge als Co-Pilotin braucht sie. Erst dann kann sie zum Abschlusstest zugelassen werden. Erst dann ist die Umschulung beendet. Hier hat sie auf den letzten Flügen gesessen als ACM. Jetzt rechts vorne auf meinem Lieblingsplatz. Einmal Malle und zurück. Auch Vera wird die Strecke demnächst fliegen, in ihrer Rolle als Kapitänin. Weil der Urlaubsansturm auf Mallorca so groß ist, fliegt die Airline mit ihrem größten Flieger, statt zusätzliche Flüge mit kleineren Maschinen. Flugzeit 1 Stunde 45 Minuten. Manon kontrolliert die Systeme. Wir hören uns jetzt die ATIS an, also die Wetterinformation für den Flughafen hier. Und damit ich jetzt die Performance-Berechnung machen kann für den Start. Und wer fliegt nach Spanien hin? Ich fliege heute, ich fliege hin. Und Kapitän Joik zurück. 283 Passagiere, vorwiegend Urlauber, wollen Sonne und Meer genießen. Damit ist der Flieger ausgebucht. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Fluggäste aus dem Cockpit. Darf ich im Namen der gesamten Besatzung und Discover Airlines recht herzlich willkommen heißen an Bord dieses Airbus A330 auf den Flug von Frankfurt nach Palma de Mallorca. Mein Name ist Christian Joik, Ihr Kapitän an Bord. Mit mir Cockpit unsere erste Offizierin, Frau Manon Garcia. Und sie gibt Ihnen später noch einige Informationen zu unserem Flugverlauf. Vielen Dank. Sie sind startklar. Manon kann loslegen. Die Parkbremse ist gesetzt. Wunderbar, wir lassen beide Triebwerke an in Sequence 1 und 2. 1 und 2, verstanden. Engine on Start. Check. Manon spricht mit dem Rampagenten. Er kontrolliert beim Start die Triebwerke. Und wir starten die 2. Nummer 2 kommt. Engine to Start. Die Triebwerke leisten 120.000 PS, so viel wie 800 VW Golf. Auf die 1.8 geht's jetzt, über Lima wahrscheinlich. Jetzt einfach hier geradeaus und dann rechts. Left side clear. Hier. Musst du ziemlich weit rausfahren. Also über den Falltor hinaus. Genau, und dann jetzt. 230 Tonnen wiegt die Maschine, 3-mal so viel wie der kleine A320, den Manon vorher geflogen ist. Ja, jetzt schiebt sie, ne? Das schiebt richtig, ja, bei dem Gewicht. Flight controls. Checked. Checked. Flap setting. Engine start selector. Taxi checklist completed and no changes. On runway 18. Ready? Take off. Thrust set.
Jake. Positive climb. Gear up. Check. Ocean One Romeo. Goodbye. Eine Stunde später über Frankreich. Ja, Fluggäste, jetzt nochmal wie von meinem Kollegen angekündigt, auch einige Informationen aus dem Cockpit von mir. Ich bin erste Offizierin und darf Sie heute nach Palma fliegen. Fliegen jetzt übers Mittelmeer direkt auf Palma zu. Verbleibende Flugzeit jetzt noch circa 40 Minuten. Cap hat das neueste Wetter hier auch für Sie. Gerade sind es bereits 30 Grad Celsius bei so gut wie keinem Wind und hier und da ein paar Wölkchen. Manon ist schon 30 Mal auf Mallorca gelandet, allerdings mit einem Flieger, der leichter und kleiner war, bemerkt Kapitän Joik. Das wird wahrscheinlich die Runway 24 Left. Das heißt, wir landen in Richtung Westen. Aber diese Bahn ist gerade für diesen Airbus doch einiges anspruchsvoller, weil dieses Flugzeug hat tatsächlich etwas Schwierigkeiten, die Fahrt wieder abzubauen. Das heißt, wir werden die Landeklappen und das Fahrwerk etwas früher fahren als normal, vor allem wenn Rückenwindkomponenten dabei sind, um eine höhere Bremswirkung zu erzielen. Das ist jetzt natürlich was ganz anderes, hier mit einem Heavy Aircraft reinzufliegen. Deswegen, ich kann mir ungefähr vorstellen, was uns erwartet. Wir haben recht strenge Vorgaben, welche Geschwindigkeiten wir halten müssen im Anflug. Das heißt, da müssen wir natürlich auch drauf achten. Und das macht den Anflug generell einfach so ein bisschen anspruchsvoll leer, aber man kennt es ja und man weiß, worauf man sich einlässt. Ihre nächsten Trainingsflüge stehen auch schon fest. Ich habe morgen nochmal Simulator. Das ist nochmal so ein Trainings-Zwischensimulator, den wir haben. Und dann geht es für mich noch einmal nach Minneapolis. Das sind die 2 Flüge vor dem Checkflug. Und genau da wird dann geschaut, eigentlich ist das der strengere Flug, weil da entschieden wird, bin ich bereit für den Checkflug oder nicht. Und nach dem Minneapolis habe ich, glaube ich, 4 Tage frei und dann geht es schon auf den Checkflug. Jetzt geht's erstmal runter. Palma voraus. Ja. Speed check, muss ein bisschen aufpassen gleich. Ne? Ja. Gear down. Genau, 85. Speedcheck, Flaps 3. Das ist ein Biest, ne? Jetzt passt. Greenlander. Spoilers. Also jetzt rechts rum und der nächste wieder links. Kannst du da noch ein bisschen mehr und jetzt so leicht rein, genau. Alles super, alles klasse, gut gemacht, perfekt. In einer Stunde fliegen sie wieder nach Frankfurt. So, was möchtest du für Sprit mitnehmen? Und in der nächsten Folge mit Manon und Vera. Verspätung beim Prüfungsflug. 23:48 Uhr. Der wird immer schlimmer, kann das sein? Reifenpanne vorm Start. Der sieht ein bisschen anders aus als die anderen Reifen. Wird Ihr Traum in Erfüllung gehen? Werden Sie bestehen? Und wie streng ist der Prüfer? Und die IRS sind auch in Limits, alles. Mehr dazu im zweiten Teil. 2 Pilotinnen, ein Ziel. Langstrecke fliegen im A330.